Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Lenovo ThinkPad und zwar ein T15. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Notebook vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite. Ziemlich klein geschrieben hier oben. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch ziemlich einfach ist. Man muss dafür nicht die ganze Einheit abschrauben, sondern nur den Frontrahmen abnehmen und ja, kann danach das Display tauschen. Bei der Tastatur sieht es so aus, die kann man von oben wechseln. Dafür muss man auf der Rückseite diese eine Schraube hier lösen. Und dann sind unter den Clickpads jeweils Schrauben, wobei man die einfach nach oben hin quasi aufhebeln kann. Und wenn man beide Schrauben unter den beiden Clickpads rausgenommen hat, kann man die Tastatur nach hinten schieben und so nach schräg oben einfach aus dem Gehäuse rausnehmen. Gut, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und bei dem Gerät ist es auch so, dass die Schrauben im Gehäuse bleiben. Die lockert man nur und nimmt sie nicht ganz raus. Ich benutze hier für die Arbeiten ein Universalwerkzeugset. Das ist super praktisch. Da sind die gängigsten Aufsätze und auch Schrauben mit dabei. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar einen PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Und auch hier sieht man die Verbindungslinie ziemlich gut. So, bevor wir das Gerät jetzt aber aufmachen, nehmen wir erst einmal den SIM-Kartenslot raus, dass der nicht rausbricht. Und da gibt es auch bei diesem Set hier so einen kleinen Öffner. Das ist im Grunde genommen einfach bloß so ein kurzer Kegel. Man kann auch eine Büroklammer nehmen. Und ja, ihr kennt das wahrscheinlich vom Handy. Da muss man einfach bloß in die Öffnung einmal kurz rein und dann kann man das rausziehen. Auch wenn das jetzt hier gerade ein bisschen widerspenstig ist. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig.
So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Der Stecker hat in dem Fall eine sehr praktische Schlaufe, an der kann man einfach ziehen und dann so das Kabel nach außen trennen. Gut, was sehen wir noch? Wir sehen unter der Abdeckung hier den RAM-Slot. Dann haben wir hier die SSD. Direkt darüber ist das LTE-Modul. In dem Fall ist das leer, kann aber nachgerüstet werden. Dann haben wir hier noch den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt. Und wenn hier ein Grafikchip verbaut ist, eben dann die GPU. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen, die auch alle mit M2 auf dem Akku selber markiert sind. Und dann muss man den Akku so ein bisschen nach oben schieben und kann ihn dann aus dem Gehäuse nehmen. Das hakt manchmal ein bisschen, aber ja, einfach gucken, dass der ganz nach oben geschoben ist. Und dann einfach aus den Ösen rausnehmen. Und dann kann man den wechseln. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt er einem förmlich entgegen. Man kann den dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. Hier sehen wir die SSD und um die auszutauschen, muss man eigentlich nur die Schraube hier unten lösen. Und dann kann man die gesamte SSD einfach ein bisschen nach oben ziehen und zur Seite rausnehmen und gegebenenfalls durch eine neue ersetzen. Ja, die schiebt man dann einfach wieder hier rein. Macht die Schraube auch wieder fest und fertig. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen und dann dieses Kabel hier noch trennen. Das ist mit einem Kippschalter verbunden, den man erst so nach oben klappen muss und dann kann man das Kabel rausziehen. Beim Wiederverbinden nur darauf achten, dass das Kabel wieder richtig drin sitzt, bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Bis dahin einfach wieder reinstecken. Dann noch den Stecker zuklappen und ja, schon fertig. Den Lüfter kann man bei diesem Modell nur zusammen mit dem Heatsink tauschen. Dafür muss man diese 4 Schrauben hier am Heatsink selber lösen. Auch die einzelne hier noch. Und dann noch das Kabel vom Lüfter trennen. Und da die Kabel da so dünn sind, würde ich da nicht dran ziehen, sondern eher versuchen, den Stecker direkt zu greifen und rauszuziehen. Dann kann man den Lüfter als Einheit mit dem Heatsink zusammen aus dem Gehäuse nehmen und umgekehrt wieder einbauen. Die Wärmeleitpaste ist in dem Fall beim neuen Lüfter mit dabei. Und ganz wichtig natürlich, nicht vergessen, auch das Lüfterkabel wieder zu verbinden. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den, das sieht man hier ganz gut, mit dieser Öffnung auf diese kleine Ausbuchtung hier. Und zwar so, dass man den dann nach unten hin in die Führung schieben kann. Also erst oben rein und dann nach unten schieben, bis der richtig drin sitzt. Und ja, dann kann man den wieder verschrauben. Und natürlich am Ende nicht vergessen, auch das Kabel wieder zu verbinden, dass das Gerät dann auch wieder Strom bekommt. Da einfach schauen, dass das wieder richtig drin sitzt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt
Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Was ich jetzt hier mal im Schnelldurchlauf mache. Und ganz am Ende nicht vergessen auch den SIM-Karten-Slot wieder in den zugehörigen Spot. Und dann hat man das erledigt. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.